Ich habe im Betten viel Gott danken dafür, dass ich in einem freien Land lebe, wo man einfach zusammenkommen kann, zum Gottesdienst feiern, singen und beten. Ich hätte nie damit gerechnet, dass das mal nicht so ist, dass das mal nicht mehr möglich ist, dass man nicht einfach vorausgehen kann. Ich hätte nie gedacht, dass Grenzen geschlossen werden, dass viele Menschen ihren Glauben, ihr Leben in Kirche und Gemeinde nicht mehr ausleben können und auf Gottesdienste verzichten müssen. Wir leben in besonderen Zeiten und müssen alles tun, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Unsere Aufgabe ist es, dabei zu helfen. Und deswegen haben wir auch unsere Gottesdienste abgesagt, um Sie und uns zu schützen. Aber das Großartige ist, dass wir in einer Zeit leben, wo die Technik uns ganz viele Möglichkeiten bietet. Wir können mit ihnen verbunden bleiben, zu Hause, bei sich im Wohnzimmer oder wo auch immer Sie gerade sind. Die Technik macht es möglich. Und unser Bischof hat im Wissen, dass unsere gemeinsamen Gottesdienste sonntags im Moment nicht möglich sind, auch von der Sonntagspflicht dispensiert. Und jetzt die gute Nachricht. Wir hören nicht auf zu beten. Wir hören nicht auf, in der Heiligen Schrift, im Wort Gottes zu lesen und über seine Botschaft nachzudenken. Wir hören nicht auf, Gemeinde zu sein, nur weil wir für ein paar Wochen nicht mehr miteinander Gottesdienst feiern können. Gott ist da, wo immer auch wir sind. Unter der Woche sind wir mit unserer Initiative «Unser Beten geht weiter» miteinander verbunden. Immer wieder aber soll auch der Gottesdienst in Ihres Wohnzimmer kommen, so wie jetzt. Wir laden Sie ein, jetzt Gottesdienst zu feiern mit uns und als Zeichen dafür bitten wir Sie, dann eine Kerze anzuzünden als Symbol für Christus in unserer Mitte. Heute, am Gründonnerstag, feiern wir den ersten der 3 besonderen Tage der Heiligen Woche. Wir treten ein in die Feier des Leidens, des Sterbens und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Vor dem Hintergrund des Coronavirus und in der damit verbundenen besonderen Situation feiern wir dieses Mal die Heilige Messe nicht gemeinsam in unserer Kirche, sondern machen wir den Ort, an dem wir sind, zu einer Kirche, wo wir gelegentlich sind. Zu Hause alleine oder als Familie zusammen, in einem Seniorenheim oder anderswo.
Heute lädt uns Jesus an seinen Tisch und reicht uns das Brot als seinen Leib und den Wein als sein Blut, damit auch wir Anteil haben an seiner Liebe. Als Eröffnungslied singen wir bei der Nummer 202 die Strophen 1, 2 und 5. Wer leben will wie Gott auf dieser Erde, wer leben will wie Gott auf dieser Erde, muss sterben wie ein Weizenkorn, muss sterben, um zu leben, muss sterben, um zu leben. Er geht den Weg, den alle Dinge gehen. Er geht den Weg, den alle Dinge gehen. Er trägt das Los, er geht den Weg, er geht ihn bis zum Ende. Er geht ihn bis zum Ende. Den gleichen Weg ist unser Gott gegangen. Den gleichen Weg ist unser Gott gegangen. Und so ist er für dich und mich das Leben selbst geworden. Das Leben selbst geworden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus, der Herr, der uns seine Liebe bis zur Vollendung zeigte, er sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, wie gut, dass Jesus sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist zugleich Geschenk und Auftrag für die junge Gemeinde damals wie für uns heute. Wir haben den Auftrag, dieses wunderbare Sakrament der Liebe Jesu zu erfahren und diese Liebe zu leben. Dieser Tag führt uns vor Augen, was Jesus angesichts seines nahen Todes gefühlt, gesagt und getan hat. Am heutigen Gründonnerstag wollen wir zu ihm, unserem Herrn, kommen, mit allen Widrigkeiten des Lebens, mit der Angst und Sorge der ganzen Welt, mit vielen Menschen, die betroffen sind von der Krankheit und den damit verbundenen Fragen und Zweifeln. So bitten wir zu Beginn dieser heiligen Messe um das Erbarmen unseres Herrn. Herr Jesus Christus, du bist der Mittler des neuen Bundes und du öffnest uns den Weg zum Leben. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Du gibst uns deinen Leib zur Speise und du reichst uns dein Blut zum Tranke. Christe eleison. Christe eleison. Du bist die Mitte unserer Gemeinde und du sagst uns, tut dies zu meinem Gedächtnis. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Der gütige Gott erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach, er begleite uns in unseren Sorgen und Ängsten und schütze und bewahre uns vor allem Unheil und Schaden heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. Zum Gloria singen wir 73.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des neuen und ewigen Bundes anvertraut und uns und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Du hast uns durch deinen Sohn deine Gegenwart unter uns versprochen. Wir glauben, dass du gerade jetzt in dieser Krisenzeit überall, wo wir uns befinden, da bist. Gib, dass wir aus dieser Feier deiner Liebe die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll euch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus. Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es zusammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein, das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. Ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. In der Abenddämmerung soll die ganze versammelte Gemeinde Israel es schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man es essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen. Über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. So aber sollt ihr es essen: eure Hüften gegürtet, Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Esst es hastig. Es ist ein Pessach für den Herrn, das heißt der Vorübergang des Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch das Land Ägypten und erschlage im Land Ägypten jede Erstgeburt bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich, der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll für euch ein Zeichen sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen, und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich das Land Ägypten schlage. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest für den Herrn. Für eure kommende Generationen wird es eine ewige Satzung sein, das Fest zu feiern. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lob dir, Christus, König und Erlöser.
liebe ich euch, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. O die Christus, König und Erlöser. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Es war vor dem Pessachfest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde, darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, das Paschafest war ein uraltes Hirtenfest. In Israel wurde es zusammen mit dem Fest der ungesäuerten Brote zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten gefeiert. Das Bestreichen der Türpfosten mit Blut und das Tragen der nomadischen Wandertracht gehören fest zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Für jede Generation wird das Ereignis der Befreiung aus der Knechtschaft neu gegenwärtig, wenn das geopferte Lamm gegessen wird.
Parallel dazu kann man die zweite Lesung bestimmt für den heutigen Tag. Wir haben nur eine Lesung, erste Lesung genommen. Also von dem 1. Korintherbrief sehen, in dem wir die älteste Überlieferung der eucharistischen Einsetzungsworte Jesu haben. Paulus selbst hat diese Worte überliefert bekommen und gibt diese kostbare Tradition weiter. Im Evangelium hebt Jesus mit einem einzigen Zeichen die gesellschaftliche Ordnung auf und vermacht seinen Freunden ein Zeichen der Liebe, das mehr ist als eine Fußwaschung. Es ist eigentlich das Sakrament der Nächstenliebe. Vor dem letzten Mahl schenkt Jesus seine Liebe ausdrücklich weiter und verschenkt sich selbst im Mahl. Wir sind aufgerufen, liebe Schwestern und Brüder, uns es zu erinnern und es ihm nachzutun. Tut dies zu meinem Gedächtnis, so sagte Jesus. Dieses Jahr, liebe Gemeinde, in welchem wir diesen Gottesdienst zum Paschafest in unseren Familien und Häusern und überall, wo wir uns befinden, mitfeiern, möchte ich das Bild aus der ersten Lesung aus dem Buch Exodus für ein paar Gedanken verwenden. Für die Israeliten war das Pascha, also Pessah, wie das Wort bedeutet, ein Übergehen. Es war ein Übergehen von der Knechtschaft in Ägypten in das verheißene Land. Das Bestreichen der Türpfosten mit Blut des Paschalammes bedeutete das Übergehen vom Tod zum Leben. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen. So heißt es in der Lesung. Liebe Schwestern und Brüder, inmitten der schwierigen Situation der Angst und Sorge wegen des Coronavirus lebt die ganze Welt eigentlich im Schatten des Todes. Der heutige Tag, an dem wir das Gedächtnis des Sakramentes der Eucharistie ganz besonders feiern, stellt uns das Blut Christi als das Blut des neuen Paschalammes als Schutz für die ganze Welt dar. Liebe Gemeinde, bitten wir den Herrn um diesen Segen, dass er uns mit seinem Blut schütze, heile und bewahre. An einer weiteren Stelle in der ersten Lesung aus dem Buch Exodus heißt es im Vers 26: Und wenn euch eure Söhne fragen, was bedeutet diese Feier, dann sagt, es ist das Pascha-Opfer zur Ehre des Herrn, der in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorüberging, als er die Ägypter mit Unheil schlug, unsere Häuser aber verschonte. Liebe Gemeinde, die Corona-Zeit wird vorübergehen, wie die spanische Flutzeit von dem letzten Jahrhundert. Aber vielleicht ist diese Erfahrung der Feier der Gründonnerstagsmesse zu Hause etwas Besonderes. Die Geschichte geht weiter. Vielleicht könnten wir dieses Jahr das Paschafest, das Fest der Übergangs, mit einem erneuerten Sinn für uns behalten. Einem Sinn der Erlösung, einem ganz persönlichen Übergang von der Angst
zu neuem Mut des Lebens, einem Sinn der Erlösung, besiegelt mit der Kraft des Blutes Christi, der Kraft des Sakramentes der Eucharistie, in der wir unsere Häuser in die Kirchen umgewandelt haben und unsere Tische zu Hause zu Altären gemacht haben. Könnten wir diese erneuerte und lebendige Erfahrung der Erlösung an unsere Kinder weitergeben, sodass wir dieses kostbare und lebendige Feier miteinander in ganz ermutigendem und begeistertem Sinn wieder in unserer Kirche feiern können. Mit einem Gebet schließe ich diese Gedanken ab. Liebe Schwestern und Brüder, verharren Sie einen kurzen Moment in Stille und sprechen Sie mit mir in Gedanken das folgende Gebet. O Gott, wir danken dir für dieses wunderbare Sakrament der Eucharistie, das Sakrament deiner Liebe für uns. Sei du unser Schutz, Schutz für unsere Gemeinde, Schutz für unsere Familien, Schutz für jede und jeden von uns und für die ganze Welt. Amen. Am Vorabend seines Leidens und Sterbens hat uns Jesus Christus das Herrenmahl als Vermächtnis geschenkt. Vereint mit ihm und untereinander bitten wir: Jesus, du Herr des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen in Krankheit und Not, ganz besonders für alle Menschen, die vom Coronavirus betroffen sind, und für alle, die in Angst leben. Zeige dich als Heiland und Retter. Jesus, du Herr des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Ärzte, Ärztinnen, Krankenpfleger und Pflegerinnen und für alle, die irgendwie der Gesundheit der Menschen dienen. Stärke und ermutige sie mit deiner Liebe. Jesus, du Herr des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Für die ganze Kirche, für unsere Gemeindemitglieder und für alle, die jetzt dein Gedächtnis begehen. Stärke uns im Glauben, lass uns wachsen in der Hoffnung und entfache in uns die Liebe zu dir und untereinander. Jesus, du Herr des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle unsere Verstorbenen, lass sie die bleibende Gemeinschaft mit dir in deinem Reich der Liebe und des Friedens finden. Jesus, du Herr des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser Vater, dein Sohn, schenkt sich uns im Zeichen des Mahles. Dafür danken wir dir in alle Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung singen wir 138.
Guter Gott, was wir an jedem Sonntag tun, das tun wir heute besonders bewusst. Wir haben mit Brot und Wein den Altar für das heilige Mahl vorbereitet. Und wir haben unsere Freude, unsere Begeisterung, unsere Trauer und unsere Ängste dazu gelegt. Lass uns in unserem Tun immer mehr bewusst werden, dass du uns zutraust, deine Liebe untereinander und miteinander zu leben. Verwandle uns, wie du diese Gaben verwandelst, damit wir Mut, Stärke und Liebe haben. Herr, gib, dass wir das Geheimnis des Altares ehrfürchtig feiern, denn so oft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Als der wahre und ewige Hohepriester hat er die Feier eines immerwährenden Opfers gestiftet. Er hat sich selbst als Opfergabe dargebracht für das Heil der Welt und uns geboten, dass auch wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den er für uns geopfert hat. Er heiligt uns, wenn wir sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengel, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Zum Sanctus 112. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus sich für uns hingegeben hat. Durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, den du verherrlicht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Den am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, das ist heute, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes,
mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Felix und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. An dieser Stelle beten wir besonders für alle Verstorbenen überall in der Welt, die mit Coronavirus gestorben sind. Vater, nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Joseph, mit deinen Aposteln, mit den heiligen Martin, Franz Xaver, heiligen Galus, Ottmar und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Als Kinder Gottes beten wir voll Vertrauen, wie der Herr uns beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe, sprach Jesus zu Petrus. Jesus hat sich an uns verschenkt. Gemeinschaft mit ihm ist aber auch Gemeinschaft untereinander, Gemeinschaft in seinem Geist, in seinem Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Wir geben einander ein Zeichen des Friedens.
Zum Agnus Dei singen wir 128. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. So oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, tut es zum Gedenken an mich, so spricht der Herr. Das Sakrament des Leibes und des Blutes Christi schenke uns das ewige Leben. Amen. Der Leib Christi schenke mir das ewige Leben. Amen. Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altares gegenwärtig bist. Ich liebe dich über alles und meine Seele sehnt sich nach dir. Da ich dich aber jetzt im Sakrament des Altares nicht empfangen kann, so komme geistigerweise zu mir. Ich möchte dich empfangen, Herr, mit jener Reinheit, Demut und Andacht, mit der deine heiligste Mutter dich empfing, mit dem Geist und der Hingabe der Heiligen. Ich umfange dich, als wärest du schon bei mir und vereinige mich mit dir. Ich bete dich in tiefster Ehrfurcht an. Lass nicht zu, dass ich mich jemals von dir trenne. Amen.
Lasset uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort und das wunderbare Sakrament deiner Liebe. Wir danken dir für deine Liebe, die du uns bis in den Tod hinein erwiesen hast. Bleibe bei uns, bewahre uns und segne uns. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, der mit dir lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. Amen. Jetzt habe ich noch ein paar Mitteilungen. Die Gottesdienste über die Ostertage werden direkt aus der Kirche St. Martin live übertragen. Und zwar am Freitag, am 10. April, also morgen am 10. Uhr, der Kreuzweg für Kinder vom Karfreitag. Die Osternacht 4 am Kar-Samstag übertragen wir am 11. April am Abend am 8. Uhr. Und am Ostersonntag, am 12. April, feiern wir am 10:30 Gottesdienst. Liebe Gemeinde, normalerweise am Gründonnerstag, die Heilige Messe endet mit eucharistischen Segen und Anbetung. Da wir dieses Jahr keine Anbetung und Aussetzung haben, nehmen wir einen Segengebet zum Schluss dieses Gottesdienstes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Unser Gottesdienst endet in Stille. In diesen Tagen folgen wir näher dem Herrn auf seinem Kreuzweg. Wachet und betet, so hat Jesus seine Jünger eingeladen. Auch wir sind dazu eingeladen, besonders persönlichen Anliegen. In diesem Sinne wünschen wir, liebe Schwestern und Brüder, einen gesegneten Abend. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.